Herzlich willkommen zurück bei einem neuen K-Pop Reaction Video. Es geht heute weiter mit dem zweiten Teil von der NCT-Reihe. Wie ihr vielleicht in dem vorherigen Video gesehen habt, haben wir es endlich mal mit NCT aufgenommen, einer relativ großen und komplexen Boyband. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt von NCT U, Boss, dann könnt ihr das gerne nochmal angucken. Ich werde euch das entsprechend verlinken, entweder unten in der Infobox oder irgendwo hier oben oder am Ende im Abspann. Also es gibt genug Möglichkeiten, das nochmal reinzugucken und zu sehen, was ich dann dazu zu sagen habe. Aber ich kann schon sagen, dass es mir eigentlich gut gefallen hat. Wer auch ein bisschen mehr über NCT und die ganzen Dynamiken in NCT erfahren möchte, kann auch gerne in dem ersten Video nochmal nachgucken, weil es da ein bisschen mehr Informationen gibt, soweit ich mich auch auskenne bzw. durchgeblickt habe. Yep. Heute kommt NCT Dream dran und das ist wieder eine Subunit von dem großen Oberhaus NCT. Und ich kenne von NCT Dream nur ihr Debütlied Chewing Gum, das mich nicht so angesprochen hat. NCT Dream ist sozusagen die Jugendgruppe, die Teenagergruppe von NCT. Es kommen hier wirklich die ganz Jungen mit rein. Ich weiß, in NCT Chewing Gum, der Jüngste war, ich glaube, der war gerade 15 geworden. Oder im koreanischen Alter 15, das heißt internationales Alter 14, also super jung. Also hier sind wirklich die ganz Kleinen sozusagen mit drin. Und sobald die dann das Teenageralter verlassen, kommen sie dann in die anderen Gruppen wie NCT U oder NCT Illichil. Und sie sind jetzt auch ein Teil von der Projektgruppe NCT 2018 und haben auf dem neuen Album NCT 2018 Empathy ein Lied drauf, beziehungsweise mehrere, aber ein Musikvideo gibt es zu einem Lied und das Lied heißt Go. Und ich bin wirklich ein bisschen hin und her gerissen, weil, wie gesagt, ich Chewing Gum von NCT Dream nicht ganz so ansprechend fand für mich, weil es mir etwas zu teenagerlastig war. Aber jetzt gucke ich mal, was Go sagen wird. Okay, scheint schon mal ganz anders als Chewing Gum zu sein. Ja, sehr anders als Chewing Gum. Es erinnert mich viel mehr an das Debütlied von NCT U. Das ist der jüngste gewesen. Okay, es sind Welten zwischen Chewing Gum und Go, aber es hat hier so ein Gefühl von rebellischer Jugend ein bisschen. Und es ist viel Rap-lastiger. Naja, also die Stunts haben sie wahrscheinlich nicht selber gemacht. Nur mal so. Sorry. Also ein paar sehen tatsächlich jung aus, aber sie könnten auch alle ein bisschen älter als Teenageralter sein. Ach, Mark. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, Mark gibt immer allen NCT-Gruppen irgendwie ihren Charakter. Vor allem Dream. Go, go! 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 Es ist komplett anders als Chewing Gum. Also wer Chewing Gum kennt, es ist überhaupt nicht damit zu vergleichen. Chewing Gum ist nämlich wirklich, wirklich Bubblegum, Pop, fröhlich, kindlich. Ah, wir sind alle so süß und pink und babyblau und tralala. Und das ist halt überhaupt nichts von dem. Es greift wieder das auf, was bei NCT U und dem MV Boss war. Nämlich dieses sehr Street- und Urban-Style. Es ist überhaupt nichts knuffig Süßes oder so dabei, ganz im Gegenteil. Es hat auch diese gewisse Härte und den realistischen Look, also kein Studio-Look, überhaupt nicht.
soll wohl so ein bisschen rebellisch sein. Es geht ja auch ein bisschen, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, um, ja, wir sind jung und wir haben Spaß, wir lassen irgendwie alles so aufblühen und gehen voran und so weiter. Finde ich an sich ein netter Ansatz. Ich merke aber immer mehr, dass das jetzt zum Trend im K-Pop wird, vor allem bei den jungen Gruppen, weil einfach BTS damit eine ganz neue Richtung vorgegeben haben, indem sie viel, viel mehr über Jugend gesprochen haben, über das Heranwachsen, über die Probleme von jungen Menschen und auch viel nahbare Musikvideos und Lyrics gemacht haben. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, weil ich finde, dass es ein richtig krasser Unterschied ist zu Chewing Gum von 2016. Also da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass gerade dieser ja, Schwerpunkt auf alles, was jugendlich, junger Mensch, Rebellion, Unsicherheit, Heranwachsen, dass das jetzt viel mehr im K-Pop-Mainstream einfach aufgegriffen wird. Also ich finde, das passt ein bisschen zu Neo-Culture Technology, was man auch immer sich darunter vorstellt. Ich finde, das Musikvideo passt eigentlich gut dazu. Oder ja, greift das irgendwie gut auf. Es hat diese futuristischen Töne mit drin, ist aber relativ Slow Tempo und möchte sehr gern Urban Hip Hop Style sein. Also zum Beispiel Block B, finde ich, greift so rebellische Momente viel, viel besser auf als jetzt das hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, fucking! Tut mir leid, aber ich glaube wirklich, dass Mark für mich diesen Charakter wirklich für diese Band gibt, also für diese Subunit. Also ohne Mark hätte das jetzt hier, oder würde dem einfach was fehlen, weil Marks Rap wirklich sehr, sehr gut ist. Also eigentlich ist es nicht schlecht, es hat auch wirklich schöne Elemente drin. Es hat auf jeden Fall Stilmittel drin, die jetzt eben populärer geworden sind, eben mit dieser Handkameratechnik, also dass man wirklich das Gefühl hat, hey, die laufen mit der Handkamera eben da durch die Gegend und filmen sich selber. Dann auch mit der Nachtsichtkamera, mit diesen Aufnahmen. Alles ist ein bisschen unreiner, also das finde ich echt tatsächlich das Schöne. Es sieht so aus, als wäre es halt richtig schlecht gemacht, aber man weiß, es ist richtig, richtig gut gemacht. Also um es so wirken zu lassen, steckt eigentlich richtig viel dahinter. Also nicht nur Geld, sondern auch einfach von der Ausstattung her und von der Produktion her. Und ich glaube, das finde ich eigentlich wirklich so das fast Ansprechendste. Ich habe einfach das Gefühl, dass bei NCT Dream Mark sehr, sehr stark den Charakter ausmacht von dieser Subunit. Und hier finde ich halt auch, also Mark ist halt ein guter Rapper und deswegen passt das so zu ihm, aber nicht so ganz den anderen, glaube ich. Aber vielleicht liegt es wirklich nur daran, dass ich einfach komische Vergleiche ziehe und das tut mir sehr leid. Ist auch nicht ganz so eingängig, im Gegensatz zu dem von NCTU. Ich glaube, NCTU hat mir besser gefallen, aber das liegt halt eben auch daran, sie haben von Anfang an dieses Image von NCTU festgelegt und haben das jetzt weiter durchgezogen und das passt schön in die Reihe. Und hier bei NCT Dream ist halt wirklich komplett was anderes und ja, also da kann es einfach auch nur einen Bruch geben. Mark, ja, ist in jeder Band übrigens vertreten, das sollte man vielleicht sagen. Also Mark hat irgendwie lustigerweise in alle Konzepte von NCT reingepasst. Deswegen ist er in NCT U, NCT Dream und NCT Elite. Und er ist ein richtig guter Rapper, finde ich, dafür, dass er ein Idol-Rapper ist. Und deswegen ist es gut, dass er auch hier mit drin ist. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Ich wollte ja was anderes als Chewing Gum und das habe ich auch tatsächlich bekommen. Von dem her eigentlich richtig cool. Sie haben was Neues ausprobiert mit NCT Dream. Sie haben eben diese jugendliche, rebellische, nahbare ausprobiert, was wirklich tatsächlich viel realistischer ist als Bubblegum K-Pop von Chewing Gum. Trotzdem hat das für mich eben nicht ganz funktioniert, aber es kann ja durchaus sein, dass das genau für euch perfekt aufgeht und ihr seid, hey, das finde ich eine schöne Mixtur eben aus K-Hip-Hop und K-Pop. Guckt auf jeden Fall in das andere rein, damit ihr einfach versteht, warum ich diesen Kontrast so stark finde. So, das war also der zweite Teil von der NCT-Reihe und jetzt folgt der dritte und letzte. Im nächsten K-Pop Reaction
Video von mir und ich hoffe, ich sehe euch auch da gleich wieder. Bis gleich!